Guten Morgen, unsere allerliebsten Freunde hier auf dem besten Kanal des ganzen Universums, wenn es um Musik geht und um schöne Spezialgäste. Heute wieder einmal mit Dana Rolle. Überraschung! Und aber heute eine neue Kameraperspektive. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet. Ich muss nur kurz zwischen die Beine gucken, weil der Mopsi gerade irgendwas wollte. Was willst du denn? Er guckt uns mit seinen Clubschieß an. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr startet gerade gut in die Woche. Vor allen Dingen hattet ihr jetzt schon das Video vom Montag. Und habt schon gut in die Woche gestartet und jetzt nochmal. Ja, wieso nicht? Ja. Also manche fangen ja erst Dienstag an, so Friseure und so weiter, die haben ja montags meistens das Geschäft geschlossen. Ja. Oder zum Beispiel hier Sushi-Restaurants. Der Wo Japaner, ich sagen muss, ich habe schon wieder richtig Lust auf Sushi gehabt, als ich gerade mit Butch draußen war. Und dann ist mir eingefallen, es ist Montag und das Sushi-Restaurant hat zu. so ist es. Aber YouTube hat nicht zu und deswegen dürfen wir heute auf jeden Fall, da sind wieder 2 dazugekommen. Das ist echt krass. Wir haben übrigens die 56.000 geknackt und sind schon wieder fett drüber, Alter. 56.623. Also ich glaube, da müsst ihr langsam mal wieder bei mir ein bisschen vorbeigucken und da auch mal ein bisschen Terror machen. Guck mal. Was heißt Terror? Das ist alles Liebe, was sie hier rausschicken. Ja, da müsst ihr bei mir ein bisschen Liebe schicken. Das war erst am Samstag, dass wir die 56.000 geknackt haben. Ja, stimmt. richtig krass. Und jetzt sind wir schon bei 56.600 noch irgendwas. Danke. Endlich. Wirklich? Endlich sagst du mal herzlichen Glückwunsch. Spaß. Okay, wir kommen heute, es haben schon so viele geschrieben, dass wir das unbedingt sofort abchecken sollen. Und zwar von Everglow. Adios. Adios. Ich bin gespannt. Wir hatten ja von Everglow schon was gemacht. Ich weiß den Titel allerdings nicht mehr. Bonbon Chocolat. Oh. Bonbon Chocolat. Na, 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 Der war echt cool. Der war echt cool. Okay, hören wir mal rein, was hier abgeht. Ich mag die Hose. Ich mag die Bälle, Kugeln. Okay. Das sind wie diese... Das ist jetzt ein Pfeifen. Jo, also, aber das ist halt schon so verzerrt, das klingt schon so synthetisch und das kann sonst was sein. Also entweder ist es wirklich ein echtes Pfeifen, dann aber kombiniert mit irgendeinem Synthesizer oder ist es tatsächlich irgendwie schon so, vielleicht, ich habe nicht solche Plugins, die so krass human dann klingen oder menschlich klingen, wenn das ein Pfeifen ist, aber kann sein. Ihre Haarfarbe ist auch sehr schön. Übrigens lustig, wie der Mops-Hintern bei dir da im Bild hängt. Geil. Was machst du denn da schon wieder, du Gauner? Immer streckt er seinen Hintern in die Kamera. Ja, komm mal ein bisschen mehr, dann sieht man wenigstens sein Gesicht. Da ist er. Weiter geht's. Das ist so eine richtige Trillerpfeife hinten. Wollte ich gerade fragen. Ja, ist eine Trillerpfeife. Hast du Trillerpfeife? Hättest du auch gesagt? Ja. Weil das ist wie so ein Schiedsrichter, dieses... Ja, aber ich finde vom Sounddesign her wirklich wieder sehr kreativ umgesetzt, so dass es doch wieder musikalisch wirkt und nicht wie eine nervige Ätzchen, wie die ganze Zeit hier zurück. Wir machen nur ganz schnell das Video und dann kommen wir gleich, okay? So guckt er uns denn so schuldig an. Der will noch irgendwas. Auf jeden Fall eben, dass es sehr musikalisch klingt und nicht irgendwie so nervig, weil Trillerpfeifen ist ja eher sowas... Okay, ich glaube, du kannst wieder nach links und eng hier. Danke. Jetzt der Mops sein Gesicht wieder im Bild. Da sind auch ständig so Riser drin, die immer nur auf dem rechten Ohr, aber so relativ hoch. Harmonische Auflösung für die Chorus. Ihr Shirt ist auch mega geil. Ihr Shirt? Ja. Wenn jemand weiß, woher das Shirt ist, bitte schreibt mir. Miu Miu. Oh, hab ich... Ach so, stimmt ja. Krass, das ist voll geil. Krass. Ah, und ein Gürtel von A Cold Wall. Ah, okay, so in der Kombi ist es halt geil, ne? Ja.
Gürtel ist krass. Der ist richtig krass. Gut kombiniert, würde ich sagen. Gut kombiniert. Wow. Krass. Richtig Elektro-Techno. Das ist richtig Trance. Ja, Trance. Ja. Für mich ist Elektro einfach Elektro. Das ist. Ja, das ist ja so. Ich erkenne da diese feinen Unterschiede nicht. Ich meine damit immer das Gleiche. Ja, gut, das ist auch ein bisschen übergreifend. Das ist jetzt halt natürlich Elektro ist so ein bisschen der Überbegriff vielleicht. Elektro, Techno, EDM, Trance, aber hätte ich jetzt aber gar nicht. Okay. Hätte ich jetzt aber gar nicht erwartet, dass es in so eine Richtung geht tatsächlich. Sehr hart. Ja. Aber das Au revoir versteht man gar nicht. Nee, weil sie sagen eher au revoir statt au revoir, nur au revoir. Das ist auch, glaube ich, von den Silben her ist es auch zu lang. Ja. Goodbye, au revoir, adios. Nee, müsste Adios. Ja, aber es sind zwei Silben. Adios. Ja, deswegen sagen auch au revoir. Ja. Ja, weil es dann verkürzt ist von den Silben her, ist dann weniger. Das ist halt wichtig beim Songwriting, wie viele Silben man in die einzelnen Wörter haben, weil man eigentlich auch je nachdem, wie man schreibt und wie schnell das Tempo ist, kann man nur immer eine bestimmte Anzahl von Silben in einen Takt reinquetschen, beziehungsweise reinsetzen. Und natürlich kann man da auch Sachen reinquetschen und so ein bisschen stolpern und so Sachen, damit vielleicht mehr reinpasst. Oder man macht eben Pausen, das ist immer die einfachste Variante, dass da einfach mehr Zeit ist dann. Und dieses Reinquetschen, das ist aber gar nicht immer so schlecht, weil es bricht zwar die Regel, aber ich finde, dadurch bleibt es immer eher im Kopf, weil es eben die Regel bricht und so ein bisschen dann aus dem Raster dann fällt. Müsst ihr mal drauf achten, dass es einfach die Silben zählen. Ich glaube, die benutzen jedes Mal diese krasse Kamera, die mit dem Roboterarm. Ich glaube, so oft in K-Pop-Videos. Guck mal, hier dieser Shot schon wieder. Es gibt so eine, haben wir schon mal erzählt, glaube ich. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Das ist so eine richtig... Mia. Ja, heißt sie so? Oder nennt ihn nur Marcus so? Weiß ich Auf jeden Fall gibt es so einen krassen Kameraarm, der wirklich so einprogrammiert wird, oder wo einprogrammiert wird, wie er sich bewegen soll. Und da bekommt man dann so sehr schnelle und auch sehr nahe Bewegungen, die so richtig übernatürlich aussehen. Auf den Millimeter genau quasi, in welche Richtung alles. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen irgendwo. Auf jeden Fall ist der überkrass. Und hier, gerade in dem Shot wurde, glaube ich, kurz verwendet. Ab hier. Ja. Und dann raus. Boah, geil. Das war mit der Stimme zusammen, ne? Oh, diese Kombi. Das war auch ihre Stimme, aber so richtig Effekte drauf gesetzt. Geil. Das ist halt auffällig. Hier im Pre-Chorus wirklich so diese harmonische Auflösung. Also so wirklich, das ist einfach mit diesen liegenden Akkorden, die hier dann von dem Synthesizer gespielt werden, die so sehr, keylastig sind. Also so ein bisschen wie so ein Piano klingen, aber auch nicht so richtig, weil es halt eben ein Synthesizer ist. Aber eben schön Akkorde dann auch liegen, damit man so eben dieses harmonische Gefühl dann wieder hat. Und dann langsam immer mehr Drum-Elemente dazukommen. Genau, und diese Snare-Schläger. Und dann werden die immer schnell, genau, bis es dann abgeht in der Hook. Schon richtig Claps.
adios. Goodbye, aber adios. Goodbye, aber adios. Ja, nee, ich war gerade wegen ihrem Make-up. Achso. Also die haben voll geiles Make-up, aber mit diesen ganzen Steinchen und Zeugs aufgeklebt. Sieht voll geil aus, aber die haben da irgendwas... Nee, das sind so Dreiecke. Ah, aber aufgemalt. Okay, weil die andere Krass. hat so silberne Dreiecke aufgeklebt. Wie habe ich jetzt... Achso, genau, ich habe die Schrift gerade klein gemacht. Cool. Sieht voll geil aus. Ich dachte erst, da steht irgendwas. Ja. Mega geil. Es kann, warte mal, ich mache das mal eben großes Bild. Das kann ja auch vielleicht sogar mit wie so einem Mini-Stempel sein, oder? Wäre stimmt. ja einfacher. Ja, ist glaube ich auch. Weil Oder die sehr mit so einer identisch Schablone. Ja, Also per Hand sind die nicht gemacht, weil die sind zu perfekt. okay. Das ist schon, die sind schon mit einer Schablone oder mit einem Stempel gemacht. Aber Krass. voll cool. Echt cool. Geil. Cool. Adios. Die mal Goodbye, machen. aber adios. Kreativ halt. Adios. Voll. Goodbye, aber adios. Der Schrei wie alle. Hey! Ja. Auch wieder die Horn. Brass Section. Section. Bloß nicht nur Horns sagen, weil das auf gar keinen Fall richtig ist. Tut mir leid. Ich meine doch die Horns. Ich habe mir das falsch eingeprägt. Jetzt weiß Nicht ich. Horns. Brass Section. Ja. Ja, du hast gerade wieder Horns Oh, gesagt. ich meine doch die Brass Brass Section. Section. Mann. Also die Bläser-Sektion. Brass Section, weil es ist zwar synthetisch, aber da werden halt Bläser simuliert, eine ganze Sektion, beziehungsweise verschiedene Bläser und nicht nur Horns. Weil Horns sind wirklich dann Hörner und diese, wenn man das auf Deutsch übersetzt, und diese Ja. Hörner machen nicht diesen Sound. Deswegen ist es schon wichtig, dass man da nochmal unterscheidet. Das hatte ich aber zwischendurch auch schon mal gerne am Anfang verdreht, als ich mit den Videos hier angefangen habe. Da muss man auf jeden Fall Brass Section sagen, aber eben, da sieht man, die werden eben auch gerne benutzt, wenn es eben darum geht, episch da was hinzusetzen. Eben Bum, 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 das bum, gibt immer so einen Wumms irgendwie. Das ist Wird immer richtig epic. geil. Wird immer richtig episch. Absolut epischer Scheiß. Schade, dass man es Au revoir irgendwie nicht so, weil wenn man es dann liest, auch noch umso bewusster erwartet man ein Au revoir. Ich glaube, es ist auch noch stärker, weil sie au revoir sagen und nicht au revoir. Ja, oh ja, gut. Au Das, revoir auch, ne? Ja. Ja. Ja, so gesehen produktionstechnisch krasses Ding auf jeden Fall. Mir gefallen aber zwei Dinge nicht. Leider, muss ich sagen. Erstens mal dieses Hard Trance, dieser Hard Trance Charakter in der Hook im Chorus finde ich so lala. Ist halt etwas, was ich privat nicht so viel höre, bis fast gar nicht. Ich kann dem schon immer wieder mal was abgewinnen, aber jetzt gerade hier, weil ich finde die Verses so wie sie sind und so wie der Pre-Chorus auch ist, hätte ich diesen Chorus, also diese Hook gar nicht erwartet. Ich auch nicht. Das ist auch Ich per auch se erstmal nicht schlimm, aber ich finde auch nicht, dass die dem Song jetzt irgendwie, also so vom Gesamteindruck für mich jetzt, finde ich es, ich mag, glaube ich, einmal diesen Hard Trance Charakter nicht. Also, ja, ich fand den Song am Anfang, fand ich den voll cool, aber mit der Hook war ich irgendwie raus, weil eben so dieses Techno, Trance, Elektro, was auch immer es ist überhaupt nicht meins. Aber das Make-up ist mega geil. Das Video ist sehr krass. Die Outfits sind ultra geil. Ich habe jetzt zwar nur zu dem einen was gesagt, weil mir das T-Shirt so richtig ins Auge gesprungen ist. Aber die sind mega geil. Auch hier oder wo sie gerade am Ende dann auf dem Boden lagen. Oh mein Gott.
Ja, also ich muss auch sagen, Mega geil. das Video gefällt mir sehr, sehr Ich muss gut. sofort nach dem T-Shirt Die suchen. Outfits gefallen mir auch sehr gut. Make-up sowieso wieder sehr, sehr on point. Also die Mädels sehen fantastisch aus. Die Sets sind super krass. Auch wo sie draußen sind mit diesem, wie diese Box, dieses CGI-mäßig da reingesetzt wurde, also mit Visual Effects und so weiter. Also die Sets sind so. Auch die Outfits. Ah ja, stimmt. Auch hier mit den Lichtern und so weiter. Also dieses Video ist überkrass. Hier. Ja, Das. die Outfits. Aber hier mit den Ja, Sparkling. okay. Mega krass. Und alles in sieht voll super schön Slow Motion und so. aus. Mega schön. Das Grading gefällt mir insgesamt. Die Farben sind alle super schön. Also das Video ist ultra krass. Auch hier der Pre-Chorus vom musikalischen her Eigentlich schön. finde ich richtig schön. Aber ich mag diese Trance-Hook einfach nicht. Ich auch nicht. Und die andere Sache, die mir nicht gefällt, ist so ein bisschen das Mixing oder das Mastering. Ich habe das Echt? Gefühl, das ist ein bisschen klingt ein bisschen zu komprimiert irgendwie. Ich würde es gerne mal eigentlich, komm, wir machen das einfach mal jetzt. Vergleich auf Spotify mal eben, weil ich wissen möchte, ob es auf Spotify vielleicht besser klingt. Adios. Ich gucke nur, weil er gar nicht oben ist. Ich traue es mich mal eben schnell. Ja, funktioniert wunderbar. Everglow. Viel lauter schon mal. Ja, klingt anders. Mach nochmal bitte auf YouTube. Ja, ich habe es fast befürchtet, dass es auf YouTube irgendwie komprimiert wurde. Es klingt nicht so gut auf YouTube. Warte mal, ich will das hier nebeneinander. Leute, verzeiht, die Technik ist mein Freund. Everglow. Ja. Krass. Das ist jetzt natürlich. Boah, dieser Anfang ist mega geil. Weißt du was, da hören wir Die nochmal. Hook ist nicht meins. Vielleicht hören wir die Hook einfach mal hier auf Spotify. Vielleicht ist sie dann auch cooler. Also klingt tausendmal besser. Jetzt bin ich gespannt auf den Pre-Chorus. Boah, Wahnsinn. Krass. Krieg ich Gänsehaut. Sind richtig schöne Harmonien. Das ist schön, das ist richtig schön. Ich muss leider mal wieder unterbrechen, weil ich nicht weiß wegen Copyright und so. Das ist ganz anders, gell? Okay, warte. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es komplett anders klingt auf Spotify. Die Qualität ist doch nochmal ein Stück besser. Ich habe auch den Premium-Account. Da ist die Qualität jetzt trotzdem nicht so gut wie, keine Ahnung, selbst auf CD wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem klingt es auf Spotify, man ist ja schon dran gewöhnt, Spotify zu hören, klingt es schon viel besser als in dem YouTube-Video. Klingt auch besser. Klingt schon besser, aber es bleibt, also, ist trotzdem nicht meins. Aber der Anfang ist so geil von dem Song. Ich finde auch wirklich die Verses und Pre-Chorus richtig, richtig schön, aber dieses Hard-Trance-Ding gefällt mir nicht so sehr. Wir haben jetzt die Kopfhörer auch, habe ich immer die Lautstärke angepasst, weil er bei Spotify das gerade irgendwie auch noch zusätzlich lauter abspielt als Ich richtig auf YouTube. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass es die Qualität auch besser ist. Nee, läuft alles über denselben Kanal, also es ist tatsächlich irgendwie auch leiser auf YouTube. Woran das genau liegt? Kann sein, dass sie ein anderes Master unter dem Video liegen hatten, also anderes Masterfile, das kann auch sein. Oder durch die Komprimierung des Videos selber beim Rausrendern, dass da was schiefgelaufen ist. Und zusätzlich komprimiert YouTube sowieso immer. Das muss man auch wissen.
Das hat nicht immer so einen negativen Effekt, wenn man drauf achtet, schon vorher beim Mastering oder beim Rausrennen des Videos, dass man da schon trotzdem eine gute Qualität hat und YouTube das nicht zu stark komprimiert. Normalerweise sind das ja Profis, die wissen genau, was sie hier machen und da kommt natürlich die beste Qualität, normalerweise sollte man meinen, an. Wir hatten aber ja auch tatsächlich schon den Fall, dass einmal ein Song hochgeladen wurde in Mono. Und normalerweise sollte das natürlich ein Stereo sein. Von wem war das nochmal der Song? Oh. Also einmal von nicht K-Pop Julia Beautix. Ja. Und einmal, war das Yolin Dali? Ich glaube, ja. Es war auf jeden Fall Ich glaube, es Solo war Yolin Dali. Frau Yolin, doch, ich glaube Dali, ja. Genau, da war das in Mono hochgeladen und bei Julia Beautix, bei einem ihrer beiden Songs für ein Parfum ist mir auch aufgefallen, dass es in Mono war. Allerdings erst nach dem Video. Bei Yolin war das während des Videos. Ist halt immer so eine Sache. Trotzdem ein guter Song. Trotzdem guter Song, auf jeden Fall. Aber die Outfits sind mega geil. Und guck, ihre grauen Haare sind wunderschön. Willst du auch wieder graue Haare? Ja. Tja. Vielleicht im Winter wieder. So, ich denke, das reicht und das war's. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und schaut natürlich auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat am Sonntag ein Video hochgeladen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall ab. Ihr könnt natürlich auch gerne mal berichten, wie ihr die neue Kameraperspektive findet. Und nicht vergessen, unten in der Beschreibung mal alles abzuchecken. Da steht immer einiges drin. Es lohnt sich. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüssi.